Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute mitnehmen in ein smaragdgrünes Meer und einen Himmel voller goldener Sonnenstrahlen. Es ist auf jeden Fall ein sehr harmonisches und beruhigendes Bild und ich finde es einfach immer wieder schön, dass man auf seine Malerei zurückkommen kann, einfach um so ein bisschen runterzukommen vom stressigen Alltag. Ich hoffe, ihr genießt diesen Malprozess. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz diesen tollen Adventskalender von Mieden vorstellen. Der ist momentan im Angebot. Also falls ihr irgendwie noch kein Geschenk habt für jemanden, der auch gerne Kunst mag oder so, oder einfach für euch selbst, um mal so ein paar Stifte oder Acrylmarker oder solche Wachsmalstifte auszuprobieren. Mit dem Code Stefanie Katharin könnt ihr 12% sparen. Das gilt natürlich auch für diesen Organizer, den Pinselhalter, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Ja, ich finde, mein Atelier sieht dadurch viel schöner aus, durch diese Echtholzartikel. Aber jetzt geht's auf jeden Fall erstmal los mit dem Video. Ich habe mir hier eine total schöne, ruhige Farbpalette zusammengestellt, die hauptsächlich aus solchen schönen smaragdgrünen Tönen und warmen Tönen besteht. Die Farben, die ich dafür verwendet habe, habe ich auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung aufgelistet. Und als erstes habe ich mich um den unteren Teil gekümmert, der ja das Wasser darstellen soll. Und hier habe ich natürlich auch wie immer mit den dunklen Farbtönen angefangen. Ich habe mir hier zum Beispiel so ein tolles Payne's Grey in mein Saftgrün mit reingemischt und natürlich um den Horizont herum auch wieder ein gebranntes Umbra. Ich finde es einfach so traumhaft, wie man in diese grünen Farbtöne eintauchen kann. Wirklich so, als ob man gerade in so einer riesengroßen Badewanne sitzt. Dieses Grün hat einfach so eine mega beruhigende Wirkung, auch wenn ich das male. Ich liebe es einfach und erinnert mich an diese ganze wunderbare Pflanzenwelt und so. Also da kann man echt richtig schön abdriften, wenn man gerade malt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob das euch auch so geht, wenn ihr malt, dass ihr da so richtig in so einer Welt gefangen seid, die euch dann so voll inspiriert und so. Also würde mich mal interessieren, ob das anderen auch so geht. Hier habe ich jetzt so ein paar hellere Farbtöne mit reingebracht. Dieses Lavendel zum Beispiel, finde ich, macht sich immer sehr schön. Auch um die warmen Farbtöne ein bisschen zu neutralisieren, finde ich das immer ganz passend. Und hier habe ich natürlich auch wieder einen gelben Ocker verwendet für den Sonnenuntergang. Und hier male ich ja auch schon den Himmel mit vielen Beige-Tönen. Ein bisschen rosa ist drin, ein bisschen himmelblau, also so ganz viele verschiedene Pastelltöne, damit es möglichst interessant und vielschichtig aussieht.
Ich arbeite ja meistens sehr schnell alles ineinander ein. Also alles, was ihr hier drauf seht, habe ich wirklich an einem Stück gemalt. Und das mache ich auch deswegen, weil ich das sofort danach mit diesem Malmesser verblenden möchte. Manchmal passiert es natürlich, dass manche Stellen schon ein bisschen eingetrocknet sind. Ich sorge meistens vorher dafür, dass der Farbauftrag recht satt ist. Aber ihr könnt natürlich auch immer einen Trocknungsverzögerer benutzen. Also falls euch das einfach zu schnell ist, da ist ja wirklich jeder anders, dann kann man das damit halt noch ein bisschen hinauszögern und die Farbe länger geschmeidig halten. Mit diesem Ockerfarbton, den ich mir hier gerade selber zusammengemischt habe, gehe ich dann auch noch mal schön an den Horizont, damit er besonders warm leuchtet. Es soll ja wirklich so aussehen wie Sonnenstrahlen, die so ein bisschen auf dem Wasser noch reflektiert werden. Die Sonne ist quasi gerade untergegangen, aber erhält den Himmel einfach noch mal so schön golden. Und da möchte ich natürlich, dass es um diesen Horizont herum möglichst warm ist von der Farbgestaltung her. Heute hat mir auch die ganze Zeit meine Katze Suvi zugeschaut und deswegen hat sie natürlich erst mal ein Küsschen dafür bekommen. Kleine Geschichten aus dem Künstleralltag, eine Katze, die einem zuguckt. Also ja, bei manchen ist es vielleicht das Kleinkind oder so und bei mir sind es halt die Katzen. Hier habe ich noch mal mit so einem etwas breiteren Pinsel einfach ein paar Stellen verblendet, damit die Übergänge etwas weicher sind. Und dann habe ich natürlich auch noch mal mit meinem Malmesser alles bearbeitet. Das sind jetzt wirklich so richtige Feinarbeiten. Natürlich habe ich dann auch im gleichen Zug noch meine Seiten bemalt. Das gehört bei mir einfach immer dazu. Ich finde, das Bild ist erst dann vollständig, wenn es einmal komplett um die Leinwand herum geht. Deswegen lege ich da sehr großen Wert drauf.
Ich habe das Bild dann vorsichtig rüber auf mein Bügelbrett getragen, damit ich nämlich die untere Seite auch noch bemalen kann. Viele von euch finden das witzig, dass ich auf einem Bügelbrett arbeite. Es ist tatsächlich auch ein bisschen witzig. Ich habe mir das einfach so angewöhnt im Laufe der Zeit und finde es aber sehr praktisch tatsächlich, weil das Bügelbrett kann man sehr leicht umstellen und die Katzen hüpfen da halt auch nicht drauf. Und bei mir ist es halt eventuell ein Problem, dass die Katzen drauf hüpfen könnten. Man kann es zusammenklappen und dann ist es halt weg, wenn man es gerade nicht braucht. Ich finde es sehr praktisch mit dem Bügelbrett. Das Bild sollte einmal komplett über Nacht durchtrocknen und dann fange ich auch schon an mit meinem goldenen Blattmetall. Zum Anlegen brauche ich diese Anlegemilch, die ich mit meinem Pinsel erstmal auftrage. Sollte auf jeden Fall nicht zu dick aufgetragen werden. Was ich auch sehr gerne zurzeit mache, ist, dass ich die so ein bisschen drauf sprenkle auf die Leinwand, sodass ich später so kleine Funken habe, wo dann das Blattmetall drauf ist. Die Anlegemilch braucht ungefähr 25 Minuten, bis sie richtig angetrocknet ist. Die muss ja so eine bestimmte Klebekraft erreicht haben und das ist eben meistens nach 20 bis 25 Minuten der Fall, je nachdem wie dick man die Anlegemilch aufgetragen hat. Mit diesem Rundpinsel kann man auch super die überschüssigen Partikel so ein bisschen lose machen, damit da nicht so viel rumflattert. Und dann sauge ich die restlichen überschüssigen Partikel einfach mit dem Staubsauger weg. Ich habe am Ende noch einen Firnis aufgetragen, damit das Bild schön geschützt ist und so einen leichten Seidenglanz hat. Und dann ist es auch schon fertig gewesen. Das ist einfach wie so ein richtig schönes Spa-Erlebnis. Deswegen habe ich das Bild auch so genannt. Emerald Spa heißt das Gemälde. Es ist auf jeden Fall auch in meinem Shop erhältlich. Schaut auf jeden Fall gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich alles aufgelistet. Auch einen Link zu meinem Shop. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Gemälde ein bisschen inspirieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und schon mal einen schönen 3. Advent. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.